Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem weiteren Python Challenge Video. Heute mit ein bisschen Krypto. Ja, wir wollen heute Kryptographie Challenge machen, beziehungsweise eine Erweiterung sozusagen der Kryptographie Playlist. Wenn ihr die noch nicht gesehen habt, dann guckt da am besten mal rein. Sie ist sehr lang, ihr müsst natürlich nicht alles gucken, sondern schaut einfach dahin, wo es euch Spaß macht. Wir wollen heute mit sozusagen einem der einfachsten Verfahren anfangen und das mal implementieren, weil das natürlich auch irgendwie eine spannende Sache ist für die, die vielleicht das andere nicht so verstanden haben, das auch mal im Code zu sehen. Vielleicht versteht man es dann ein bisschen besser. Und ja, so kann man natürlich sehr viel besser damit rumspielen, sehr viel mehr damit machen und deswegen machen wir jetzt einfach mal das One-Time-Pad als erstes und wir schauen mal, wie das ankommt und gucken dann, ob wir vielleicht noch mehr machen. So, ja, nachdem ich jetzt dieses riesige Intro gemacht habe, lasst uns anfangen. Wir wollen das One-Time-Pad implementieren, das heißt, wir schreiben hier erstmal eine Funktion OTP Encrypt, das ist natürlich das erste, was wir machen wollen. Wir wollen verschlüsseln. Und in dem Fall ist es folgendermaßen, wir wollen natürlich hier eine Nachricht haben, die eigentlich ein String ist. Vielleicht schreibe ich das Ganze aus, damit es ein bisschen eindeutiger wird. Und dann haben wir hier noch den Schlüssel-Key, der auch ein String ist. Und ja, mal gucken, was wir dabei so rausbekommen. Naja, wir wollen ja am Ende Nachrichten verschlüsseln. So, das One-Time-Pad ist eigentlich soweit kryptografisch gesehen sicher, hat aber nur den entscheidenden Nachteil, dass der Schlüssel so lang sein muss wie die Nachricht selbst. Denn was berechnet wird, ist folgendes, und zwar der Cyphertext, also das verschlüsselte quasi C, das wird berechnet als M-Nachricht XOR. In Python schreibt sich das Ganze als Dach, XOR dem Key K. Ja? Also relativ simple Berechnungsformel eigentlich. So, jetzt musste ich husten, sorry. Ja, wir haben hier aber ein bisschen Probleme, wenn wir das so machen wollen. Denn wenn wir jetzt mal hierher gehen und einfach sagen, ja, wir returnen einfach mal, also wir fangen jetzt einfach mal so an, wie wir das wirklich naiv implementieren würden. Message XOR Key, ja. Das wäre quasi die einfachste Art und Weise, wie ich mir das wünschen würde, wie das in Python geht. Das geht leider nicht. Und warum, das zeige ich euch jetzt. Wenn wir das Ganze hier aufrufen, dann sagen wir hier OTP Encrypt. Wir wollen natürlich auch noch ein Print. Eigentlich wollte ich ein Print schreiben. Ein Print von Hallo mit dem Schlüssel Password. Ja, genau andersrum. Password. So. Okay. Ja, das Problem ist jetzt natürlich folgendes. Ich starte das Ding einfach mal. Wir kriegen hier einen Fehler, denn das ist nicht supported für String und String. Also wir können nicht einfach einen String XOR String rechnen. Wir müssen die irgendwie in eine Byte-Formel umwandeln. Also wir machen das ja normalerweise mit Bits. XOR ist im Endeffekt eine Bit-Variante Operation. Das heißt, wenn wir 0 XOR 0 haben, ist das, naja, 0 entweder oder 0. Also entweder das eine oder das andere, das ist 0. Wenn wir allerdings das Ganze folgendermaßen haben, das ist einfach die Berechnungsformel von XOR. Ja? Wenn wir quasi hier 1 XOR 0 haben, dann ist das 1. Und wenn wir hier 0 XOR 1 haben, dann ist das auch 1. Und wenn wir 1 XOR 1 haben, dann ist das wiederum 0. Das ist quasi die Berechnungsformel von XOR. Also so sieht quasi XOR aus. Jetzt ist natürlich ein bisschen schwierig, das Ganze, also es gibt wirklich nicht mehr, es ist wirklich eine binäre Operation. Jetzt ist natürlich ein bisschen schwierig, das Ganze irgendwie auf einen String rüber zu münzen, weil Strings ein bisschen komplexer sind als 1 oder 0. Die können ja noch ein bisschen mehr darstellen. Und deswegen müssen wir hier noch ein bisschen mit Zahlen jonglieren, sage ich jetzt mal. Und ja, wir machen das jetzt einfach mal, würde ich behaupten. Das heißt, wir sagen hier mal message.encode. Message.encode liefert euch genau das. Es liefert euch, wenn wir hier mal drauf gehen, eine, ich weiß nicht, ob ihr das lesen könnt, das ist ein bisschen klein. Ich lese euch das vor. Eine Class String, das heißt, auf String wird die Methode aufgerufen und sie liefert euch ein Bytes, also wirklich Bytes als Plural. Ich kann da auch eigentlich draufklicken, dann seht ihr das. Ups. Encode. So. Encode the string using the codec registered for encoding. The encoding in which to encode the string und so weiter und so fort. Hier steht leider nicht dabei, mit was es was ausgegeben wird. Es liefert euch im Endeffekt Bytes. Ja? Also wirklich mehrere Bytes. Und das Problem ist jetzt, wenn ich das auch wieder starte, wir sehen hier Bytes und Bytes kann ich nicht mit XOR verknüpfen, weil es halt mehrere sind. Das ist, als würde ich sagen, hey, was ist denn 001001, irgendwie sowas, XOR irgendwas anderes Byte-mäßiges, ja. Das funktioniert einfach nicht. Ich habe solche Operationen nicht. Ich muss wirklich auf Bit-Ebene runtergebrochen haben das Ganze. Beziehungsweise es geht sogar mit Bytes, weil es mit Bytes ein bisschen besser definiert ist, aber eben nicht mit einer Liste aus Bytes. Also was ich hier mache, ist, ich muss das Ding irgendwie in eine Liste zusammenfügen und jetzt kann ich natürlich hergehen und kann mir hier
das Ganze so definieren. Also erstmal sage ich mir hier die Nachricht m ist gleich das hier. Dann sage ich k ist gleich key.encode. Und dann kann ich das hier schon mal rauslöschen. So, und jetzt müssen wir das irgendwie, naja, umwandeln in Bytes. Das heißt, mit Bytes irgendwie da rumjonglieren. Und zwar müssen wir jetzt sagen, wir XORen jedes einzelne von diesen Bytes. Das heißt, for i in message. Wir geben jetzt einfach mal for i in message aus. Wir printen, was printen wir denn? Wir printen i. Und dann schauen wir uns das einfach mal so an. Okay. So, also wir sehen hier H-A-L-L-O, none. So, das heißt, wir kriegen hier quasi einzelne Bytes. Und das ist jetzt mit dem String relativ angenehm eigentlich, weil jeder Buchstabe in einem String ist exakt ein Byte. Okay? Und das ist das Coole. Das none kommt übrigens, weil ich hier print aufgerufen habe auf einem Return, wo nichts hinten dran steht. Das ist, als hätte ich hier jetzt none reingeschrieben. Und deswegen kommt das none unten. So, das heißt, wenn ich jetzt hier also das Hallo irgendwie encrypten möchte, dann, naja, muss ich irgendwie, also ich habe wirklich hier die einzelnen Bytes und ich kann die auch vernünftig ausgeben. Das sieht cool aus, aber jetzt muss ich die irgendwie XORen. Und das mache ich jetzt, indem ich hier print i XOR k reinschreibe. Wobei ich natürlich k irgendwie, naja, ich kann nicht den ganzen Schlüssel k nehmen, das ist immer noch eine Bytes-Liste hier. Das heißt, ich muss hier irgendwie schreiben, for i, Counter in enumerate von Message. Da kriege ich dann zusätzlich noch, falls ihr es nicht kanntet, kriege ich zusätzlich noch ein Iterable raus. Sekunde, nein, ich gebe eigentlich ein Iterable rein. So, wenn wir uns jetzt nochmal ganz kurz i und Counter ausgeben lassen, weil ich die beiden immer in der Reihenfolge vertausche. Jedes einzelne Mal frage ich mich, in welcher Reihenfolge werden die eigentlich ausgegeben. Wir sehen, 0 ist der Counter, also 0, 1, 2, 3, 4 und dann kommt eigentlich der eigentliche Buchstabe, das heißt, ich muss die beiden eigentlich umdrehen, Counter und dann kommt i. Ich weiß nicht, warum ich die beiden immer verwechsel, das ist irgendwie in meinem Gehirn kaputt. So, jetzt wollen wir eigentlich nur die i's ausgeben, das heißt, wir wollen Hallo am Ende rausgegeben haben. Perfekt, so ist es richtig. Und ja, jetzt können wir hier tatsächlich anfangen, jetzt haben wir einen Counter. Das heißt, wir könnten jetzt hier hergehen, i XOR k von Counter zu rechnen. Weil ja k von Counter liefert mir ja genau das. Aber jetzt sehen wir hier, naja, irgendwie habe ich hier immer noch einen String in meinem Buchstaben drin, obwohl ich ja eigentlich einen Code aufgerufen habe. Das sollte natürlich nicht so sein. Also, String und Int, nicht ganz das, was ich möchte. Jetzt mache ich einfach nochmal hier Folgendes. Ich mache hier nochmal einen Encode vorne dran. Und dann schauen wir nochmal, ob das jetzt vielleicht ein bisschen besser funktioniert. So, jetzt haben wir hier plötzlich Bytes und Int. Und jetzt muss ich ganz ehrlich zugeben, bin ich zu sehr genervt, um hier nochmal weiterzumachen. Das heißt, ich mache hier einfach einen Bodenstrich rein, weil ich jetzt mit meinem i nicht mehr arbeiten möchte. Ich habe keinen Bock mehr auf i nervt mich nur noch. Das heißt, was ich mache, ist, ich sage m von, ich weiß, was ich falsch gemacht habe. Ich könnte hier auch einfach m benutzen zum Durchiterieren. Das heißt, ich kann auch hier so theoretisch drauf zugreifen, oder? Ja, so geht's besser. Okay, so, jetzt habe ich offensichtlich schon mein XOR. 24, 0, 31, 31, 24. Ja, das ist schon mal ein schönes XOR. Das ist auch gut soweit, aber was genau fange ich jetzt damit an? Also irgendwie ist es halt, naja, es ist irgendwas anderes. Es ist halt, schwierig. Ich hätte das nämlich ganz gerne als Byte hier als Ausgabe, weil ich ja natürlich eigentlich auch in Byte umrechne. Jetzt bekommen wir hier natürlich ein Problem, weil das eigentlich kein Byte sein kann, sondern immer als Bytes Plural gerechnet wird. Und dann sehen wir hier, okay, wir haben sehr, sehr viele Bytes gerade zur Auswahl, dann haben wir plötzlich nichts. Und dann kriegen wir irgendwie nur noch \x00. Das ist quasi einfach alles 0. Das kann es offensichtlich nicht ganz sein. Was wir jetzt also hier haben, ist schon mal soweit ganz gut, aber wir müssen es auch vernünftig konvertieren in irgendeine Art von Byte. Und das bedeutet, wir müssen eigentlich das hier direkt umwandeln in eine Bytesliste, damit wir das auch vernünftig machen. Und das machen wir jetzt mal ganz kurz. Wir sagen hier, okay, wir wollen ja eine Bytesliste haben. Das haben wir gerade geklärt. Und das ist jetzt quasi eigentlich auch das, was ich zurückgeben möchte. Return. Das brauche ich nicht mehr. So, ich möchte eine Bytesliste haben. Okay, was für eine Bytesliste möchte ich denn haben? Naja, ich möchte im Endeffekt i XOR dem k von Counter drin haben. Also kann ich hier sagen,
ich möchte im Endeffekt die Ergebnisse von dem Ding immer in eine Liste anhängen, also in eine leere Liste. Und jetzt sage ich hier einfach die ganze Zeit l.append. Und ja, ich weiß, es geht natürlich eleganter, aber wir haben jetzt hier quasi eine Liste, die im Endeffekt unsere Ergebnisse die ganze Zeit bereithält für uns. Und jetzt gucken wir mal, was dabei rauskommt. Jetzt sehen wir nämlich hier plötzlich \x18, \00, 1f, 1f und x18. Und wir wollen uns mal ganz kurz angucken, wie eigentlich diese Liste L hier am Ende aussieht. Print L. So. Das schauen wir mal ganz kurz rein. Wir sehen hier 24, das ist als Byte definitiv 18, weil ihr müsst euch das ja so vorstellen. 18 bedeutet, also Bytes werden hier, ich mache das mal ein bisschen größer, Bytes werden hier hexadezimal ausgegeben. Das heißt, \x heißt immer hexadezimal. So ist einfach quasi die Darstellungsweise von Bytes, weil Bytes natürlich anders oder mehr enthalten können als dezimale Zahlen. So, wenn wir uns das mal kurz angucken. Ich mache das mal hier unten drunter. Wir haben 24. Das ist 2 mal 10 plus 4 mal 1. Ja, so rechnet man einfach dezimal quasi. Wenn wir jetzt allerdings 18 als hexadezimal nehmen, haben wir 1 mal 16 plus 8 mal 1. So, das heißt, wir haben hier 8 plus 16, also 8 plus 16, was wiederum 24 ist, also dezimal gesehen jetzt. Das heißt, 24 und 16, das ist definitiv dasselbe. Und das ist schon mal cool, weil wir jetzt offensichtlich das Richtige haben. Aber warum haben wir denn hier hinten dran 2 mal 1f, 1f? Das ist doch doof. Naja, das liegt einfach daran, dass wir hier Hallo haben, also L, und im Passwort haben wir auch zwei selbe Buchstaben, also S und S. Das wäre aber genau gleich, wenn wir jetzt hier zum Beispiel Hallo schreiben würden, dann hätten wir hier automatisch auch was anderes stehen. Das heißt, unsere Umwandlung in Bytes hat eigentlich funktioniert. Wir haben jetzt hier eigentlich das Richtige gemacht. Allerdings haben wir hier immer noch das Problem, wenn wir jetzt die Message zu lang nehmen, also Hallo Welt, wie geht's dir? So, wenn wir das jetzt machen, übrigens ist es völlig egal, ihr könnt ja auch mit Sonderzeichen machen, dann kommen wir automatisch auf Index out of range. Und das ist natürlich jetzt nicht unbedingt das, was wir haben wollen. Wir wollen immer haben, dass die Message M kleiner ist als der Counter. Und das ist auch tatsächlich die Bedingung, damit euer One-Time-Pad sicher ist. Euer Passwort fürs One-Time-Pad muss länger sein als euer eigentlicher String. Und das ist natürlich super unpraktisch, weil dieses Passwort darf niemand haben. Das heißt, wir müssen im Endeffekt mehr oder gleich viel übertragen, damit das One-Time-Pad sicher ist, was auch der Grund ist, warum es eigentlich in der Praxis nicht mehr eingesetzt wird. Aber es ist eine Bedingung, und diese Bedingung ist einfach kryptografisch wichtig. Das heißt, wir müssen asserten, also wir müssen davon ausgehen, dass die Länge von Message kleiner oder gleich groß ist der Länge von Key. So, und wenn dieses Assertion nicht gegeben ist, dann müssen wir hier ein Assertion Error rauswerfen und dementsprechend können wir das Ding nicht verschlüsseln. Und das ist auch richtig so. Was manche Leute tatsächlich hier machen, und ich habe das auch schon in the wild sozusagen gesehen, die One-Time-Pad verschlüsseln wollen, dass sie hier quasi sagen, hey Mensch, wir nehmen einfach den Schlüssel und hängen ihn nochmal hinten dran. Und dann wird es kryptografisch unsicher, deswegen könnt ihr das nicht machen. Ihr könnt nicht einfach sagen, hey, wenn wir am Ende vom Key sind, dann fangen wir wieder vorne an, sondern ihr müsst wirklich einen eindeutigen Key haben, der unique ist, okay? Das war quasi die Bedingung fürs One-Time-Pad. So, jetzt wollen wir natürlich auch die Möglichkeit haben zu decrypten. Das heißt, wir sagen hier dev otp-decrypt. Und naja, im Endeffekt ist es nicht besonders schwer. Das heißt, wir haben hier halt, wir haben den Cipher-Text, der in unserem Fall eigentlich Bytes ist, weil wir mehrere Bytes haben. Und wir haben den Schlüssel Key, welcher wiederum ein String ist, damit wir es uns einfach machen. Dann sagen wir hier k ist gleich key.encode. Achtet darauf, dass der unbedingt gleich generiert wird, denn ansonsten funktioniert da gar nichts mehr am Ende. Und ja, jetzt haben wir ja schon Bytes, also den Ciphertext müssen wir im Endeffekt nicht umwandeln. Wir können jetzt wirklich einfach hierher gehen und können das hier benutzen, können hier mal wieder L ausgeben und im Endeffekt so. Denn das Tolle, achso, ja, ich habe natürlich, wir nehmen jetzt hier einfach mal nur Hallo. Und wir wollen natürlich auch, dass in unserem Fall OTP-Decrypt mit dem Ciphertext, jetzt müssen wir hier noch ganz kurz den Ciphertext uns zwischenspeichern. Cipher ist gleich das da.
Jetzt wollen wir hier einmal Cypher ausgeben und natürlich wollen wir dann nochmal decrypten, und zwar Cypher. Und dann wollen wir natürlich nochmal Password hier drin haben. So, und jetzt schauen wir mal, ob das funktioniert oder ob das nicht funktioniert. Und wir sehen, Name M is not defined. Was haben wir denn hier falsch gemacht? Naja, das war mal wieder ein typischer Copy-Paste-Fehler. Wir wollen hier natürlich den Cypher-Text haben, durch den wir durchiterieren, und so sollte das vielleicht besser aussehen. Gut, und wir sehen hier plötzlich B von Hallo. Das liegt einfach daran, dass wir hier Bytes von L zurückgegeben haben. Jetzt sagen wir hier einfach noch ein Decode, und zwar wollen wir die in UTF-8 dekodieren. Schauen wir mal, ob das so besser funktioniert. Und wir sehen, wir haben Hallo wieder zurück. Jetzt können wir hier noch die Prints rauslöschen und haben soweit unser One-Time-Pad eigentlich fertig. Wir können jetzt hier Sachen selbst verschlüsseln, selbst wieder entschlüsseln natürlich. Aber wie gesagt, der gigantische Nachteil, dass das Passwort sicher übertragen werden muss. Die Nachricht können wir jetzt wunderbar verschlüsseln, das Passwort leider nicht so sehr, ne? Auch sollte man eigentlich das Passwort nicht wieder neu benutzen. Das heißt, ich dürfte jetzt eigentlich nicht hergehen und sagen, hey, Passwort wird 5-mal benutzt. Das heißt, wir müssten eigentlich im Vorfeld mehrere Gigabyte, Terabyte, Petabyte an Keys austauschen über zum Beispiel eine Festplatte, und dann könnte ich mit meinen Kollegen hier verschlüsselte Nachrichten übertragen. Jetzt ist natürlich die große Preisfrage, wie können wir solche Schlüssel generieren? Und ja, wenn ihr Bock habt, das zu sehen, dann lasst ihr mich das wissen, dann machen wir das vielleicht nächstes Mal, wie man hier wirklich mehrere Gigabyte an Schlüssel erzeugen kann. Das dauert natürlich ein bisschen, aber wie man das machen könnte. Gut, das war's von meiner Seite. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.